willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute das erste Video über den MX5, beziehungsweise über den neuen MX5, beziehungsweise über das Drift-Projekt. Ja, im letzten Video, beziehungsweise im Vorstellungsvideo habe ich ja gesagt, dass ich den MX5 erstmal, bevor ich da irgendwas Großes dran mache mit Driften oder irgendwas anderes, möchte ich den erstmal wieder vernünftig machen. Das, womit ich heute anfangen werde, ist einmal ganz simpel ein Ölwechsel und einmal ein Kühlflüssigkeitswechsel. Ja, die simplen Sachen, die man eigentlich immer macht, wenn man ein neues Auto kauft. Die Sachen werde ich erstmal tauschen, damit der erstmal vernünftig ist und damit der halt frische, neue Flüssigkeiten hat. Ja, ich will jetzt erstmal ganz simpel anfangen. Komplett Öl ablassen, Öl neu drauf tun, natürlich die Dichtung tauschen, Ölfilter tauschen und ja, dann mit den anderen Sachen fortfahren. Aber ich fange jetzt erstmal mit der Sache an. So, Öl ist abgelassen, nachgefüllt und ich bin auch schon kurz damit wieder gefahren. Wie man sieht, ich habe auch einmal den Unterfahrschutz einmal weggelassen, weil ich gucken wollte, ob der oder wo der stark leckt. Und wenn man sich das dann hier vorne anguckt, dann sieht man, dass der hier vorne, da unter dem Riemenrad, sehr viel Öl verliert. Und ich gehe mal davon aus, dass einmal die Dichtung hier unten an der Kurbelwelle, komplett undicht ist. Deswegen ich werde den Motor jetzt einmal komplett auseinandernehmen. Was heißt komplett auseinandernehmen? Vorne komplett auseinandernehmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das soweit auseinander habe. So, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe jetzt so ziemlich alles auseinander. Das Einzige, was mir jetzt so überbleibt, ist die Wasserpumpe einmal abzumachen, die beiden Rollen, also die Spannrollen abzumachen und hier oben die Nockenwellenräder abzumachen. Das bleibt jetzt eigentlich noch über, aber ich will euch jetzt einmal zeigen, so sieht das da unten aus. Das hat halt sehr viel Öl geleckt. Ich gehe mal davon aus, dass diese Dichtung, die hier unten ist, direkt an der Kugelwelle, dass die komplett dreckig ist. Kaputt ist und undicht ist. Und wenn ich schon mal dabei bin, mache ich die beiden auch noch neu. Ich weiß nicht genau, ob die beiden undicht sind, also die Dichtungen, die hier hinter sind. Aber wenn ich schon dabei bin, mache ich die einmal neu. Und ich habe ja gerade schon gesagt, die Wasserpumpe mache ich auch neu. Eigentlich war es nicht geplant. Ich habe jetzt auch keine hier. Die muss ich gerade eben bestellen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon dabei bin und alles hier runter habe, dann kann ich die am besten auch gleich mit neu machen. Ja, Wasserkühler habe ich auch noch abgenommen. Der liegt da vorne, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Und ich sag mal so, der Wasserkühler sieht von hinten vielleicht noch ganz gut aus. Aber wenn ich den mal eben kurz drehe von vorne, ist das schon krass, wie der aussieht. Ich denke mal, ja, wenn ich da mal mit dem Finger drüber gehe, dann mache ich den komplett kaputt. Der muss auch noch ausgetauscht werden. Das mache ich jetzt direkt noch nicht, weil ich vergessen habe, Kühlflüssigkeit zu bestellen. Kühlflüssigkeit in dem Auto sieht jetzt auch nicht gerade super besonders aus. Ich kann es mal zeigen. Das ist die Kühlflüssigkeit. Normalerweise, so wie es riecht, ist es das rote Zeug. Also diese rot-pinke Kühlflüssigkeit. Und ich sag mal so, das ist sehr weit weg von Rot. Also hier, bestimmt G12 oder G12 Plus oder sowas ist da, glaube ich, bei einem MX5 drin. Ich weiß gar nicht genau, was man da benutzen soll. Ich habe beim anderen jetzt immer G12 genommen, aber eigentlich sollte man ja dieses FL22, also das Grüne nehmen. Gucken, welches ich im Endeffekt benutze. Beim anderen MX5 hat es einfach ohne Probleme geklappt. Ich denke mal, hier nehme ich auch G12, aber wenn ich jetzt dieses FL22 nehme, dann kann es sein, weil hier überall noch dieses Pinke drin ist, dass sich das nicht so gut verträgt und ich müsste dann einen kompletten Coolant-Flush machen. Ja, auf jeden Fall, ich warte jetzt auf Teile und dann baue ich die schon mal ein und dann sehen wir uns jetzt wahrscheinlich wieder, wenn ich alles eingebaut habe, alles eingestellt habe und vielleicht wieder zusammengebaut. Ich weiß noch nicht. Ich muss jetzt mal warten.
So, wie ihr seht, es ist ein bisschen was passiert, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Es ist jetzt eine komplett neue Wasserpumpe drin, mit natürlich allen Dichtungen, die dazugehören. Genauso wie diese Rollen, diese Spannrollen sind auch neu für einen Keilriemen. Und zudem habe ich jetzt die Dichtung für die Kugelwelle auch komplett neu. Ja, im Endeffekt werde ich jetzt hingehen, alles wieder davor bauen und dann den Keilriemen draufschmeißen. Oben drauf noch ein bisschen was machen. Aber ich denke mal, ich werde das alles filmen und dann irgendwann mal wieder so dazwischen labern. Ja, mach ich das jetzt, wa? So, wie ihr seht, es ist alles wieder relativ weit fertig. Ich glaube, ich habe das letzte Mal aufgehört, wo ich die Wasserpumpe und das Ding drauf hatte. Ich habe hier vorne alles wieder dran. Der hier ist auch noch drin. Der wird aber in naher Zukunft, ich denke mal in den nächsten 1-2 Wochen, wird der hier auch rausfliegen. Weil, wie ihr gesehen habt, der ist komplett kaputt. Genau, das Ganze wird auch nochmal geflasht. Also halt einmal durchgespült und mit normalem Wasser, weil so ist es eine Katastrophe. Hier vorne, seht ihr, ist kein Kühltemperatursensor drin, weil der ist mir auseinandergebrochen. Wenn man hier unten sieht, das ist der alte und den habe ich einmal so auseinandergerissen im Prinzip. Ja, gut, dass ich 2 MX5 habe, dann kann ich mir einfach von dem anderen Motor den Sensor nehmen und dann in den anderen Motor einfach einen neuen Sensor einbauen. Was ich auch noch gemacht habe, ist natürlich der Ventildeckel ist drauf, auch halt alles dicht und so und hinten den CAS, also den Cam Angle Sensor, also den Nockenwellen-Sensor. Der ist jetzt auch noch neu, also der O-Ring ist da drin neu und ich muss gleich noch gucken, wenn ich den Motor starte, muss ich eben gucken, dass der vernünftig getimed ist, weil wenn ich den so ein bisschen nach links oder nach rechts bewege, dann hat man hier, also hier unten, kann man schlecht sehen, aber da unten, dann hat man halt den Zündwinkel ein bisschen anders. Normalerweise ist der beim MX5, glaube ich, 10 Grad und da will ich den auch wieder drauf kriegen, also auf genau 10 Grad. Ich werde gleich nochmal die Zündkerzen rausnehmen, weil die möchte ich auch eben tauschen, weil ich weiß ja nicht, wie alt die anderen sind. Zündkabel liegen da, die schmeißt er gleich wieder drauf. Dann würde ich sagen, ich tue da irgendwas Neues rein, packe eben die Zündkerzen raus, beziehungsweise ersetze die eben. Und dann kann ich im Prinzip das alte Kühlwasser wieder drauf tun. Und dann werde ich den jetzt wahrscheinlich morgen eben anschmeißen, eben gucken, ob der noch 10 Grad hat, beziehungsweise eben den Zündwinkel angucken. Ist der im Prinzip fertig. Immer das, was ich jetzt gerade gesagt habe, mache ich eben schnell. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der höchstwahrscheinlich läuft oder wenn ich ihn anmache. So, es ist jetzt ein paar Wochen später und der MX5 ist so gut wie fertig. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich einmal Zündung eingestellt habe, genauso wie die Zündkerzen einmal getauscht habe. Die alten Zündkerzen liegen da vorne. Einstellen kann ich nicht wirklich zeigen, weil da unten rein zu filmen ist eine Katastrophe und da kann man sowieso nichts sehen. Deswegen habe ich es einfach mal gelassen, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe ihn jetzt genau auf 10 Grad eingestellt, weil 10 Grad ist halt serienmäßig und ja, ich hätte auch 14 Grad einstellen können. Ich habe jetzt aber die 10 gemacht. Wäre jetzt auch kein großes Problem, da mal eben 14 einzustellen. Vielleicht teste ich das nochmal irgendwann, ob das wirklich was bringt. Ansonsten ist alles gemacht, Zündkerzen gemacht, wie gesagt, Zündung ist eingestellt. Ich habe den jetzt auch, wie gerade auch eben gesagt, ein paar Tage getestet. Das ist jetzt ungefähr 2-3 Wochen später, wie das Bit davor. Der ist komplett dicht dort unten. Ja, brauche ich glaube ich nicht zeigen. Müsst ihr mir einfach glauben. Das sind die Zündkerzen, die vorher drin waren. Ich habe die einmal ein bisschen sauber gemacht, weil wie man hier vorne sehen kann, ist da noch so ein bisschen Restöl dran. Als ich die rausgezogen habe, war da extrem viel Öl dran. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Ventildeckeldichtung einfach so unfassbar undicht war,
das Ganze die Zündkerzen wirklich ölig gemacht hat. Aber an sich sehen die Zündkerzen alle relativ okay aus, wenn man die eine sich so anguckt. Die sehen alle genauso aus, also oben schön so ein bisschen braun. Ja, der MX5 ist wohl vorher gut eingestellt gewesen und läuft jetzt auch vernünftig. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist, ich werde einmal den Luftfilter tauschen, weil der Luftfilter, ich weiß gar nicht, ob ich es vorher gesagt habe oder ob ich es vorher gezeigt habe. Als ich den Luftfilter einmal tauschen wollte, beziehungsweise einmal aufgemacht habe, um mir den allgemein einfach mal anzugucken, war dann eine Maus drin. Ja, und der Luftfilter war auch nicht mehr so super sauber. Deswegen, ich werde jetzt mal ganz kurz beim Luftfilter beigehen, den eben tauschen, ist ja nicht viel, dann die paar Schrauben hier außen drum rausnehmen, wieder reintun. Ja, weiternehmen. So, der Luftfilter ist jetzt auch getauscht. Das hier ist der alte Filter. Sieht jetzt nicht so unfassbar dreckig aus, aber fühlt sich halt besser an, wenn man einfach einen neuen Filter drin hat. Beziehungsweise wenn einfach alles neu ist. Öl ist jetzt neu, Kühlflüssigkeit ist jetzt nicht neu, aber kommt noch neu. Luftfilter ist neu und Getriebe und Differentialflüssigkeit kommt noch bald neu. Weil das Differential, das muss ja sowieso driftfertig gemacht werden. Und da kommt dann neues Öl rein. Und wenn ich gerade beim Diff bei bin, dann mache ich auch das Getriebeöl eben neu. Ja, und Kühlmittel habe ich ja gesagt, das kommt neu, wenn dann ein anderer Kühler reinkommt. So macht es jetzt einfach gerade keinen Sinn, weil da alles sowieso dreckig drin ist. Und somit ist jetzt einmal der Service gemacht. Das Auto ist jetzt endlich dazu bereit, das zu machen, wofür ich es gekauft habe. Beziehungsweise ist noch nicht ganz fertig dafür, es muss noch das Differential geschweißt werden. Dann ist es fertig dafür, das zu machen, wofür ich es gekauft habe. Aber zwischen Differentialschweißen und dass der Motor jetzt vernünftig läuft, da werden noch ein paar andere Videos kommen, weil der Lack sieht ja nicht so unfassbar schön aus und da müssen ja noch ein paar andere Sachen beigemacht werden, weil er soll ja auch schön aussehen, ne? Also der muss ja auch noch ein bisschen tiefer und sowas, aber das wird noch alles später gemacht. Das war jetzt auf jeden Fall mit dem Video, dass der MX5 endlich fertig ist, um allgemein zu fahren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.